Heute beginnen wir mit MySQL bzw. SQL. Dazu sehen wir uns ein paar Grundlagen an. In MySQL gibt es sogenannte Constraints. Dies sind Regeln, mit denen wir die Werte in der Datenbank einschränken können. Constraints werden in der Regel auf einzelne Attribute angewandt. Die wichtigsten für die nächsten Übungen sehen wir uns jetzt mal an. Zuerst gibt es Unique. Mit diesem Constraint sagen wir, dass jeder Datensatz dieses Attributs einen unterschiedlichen Wert beinhalten muss. Als nächstes haben wir Not Null, womit wir bestimmen, dass dieses Attribut in einem Datensatz nicht den Wert Null haben darf. Nicht verwechseln mit Null. Ein weiterer Constraint ist Auto-Increment, womit wir bewirken, dass ein numerisches Attribut sich automatisch hochzählt, sobald ein weiterer Datensatz hinzugefügt wird. Weiterhin gibt es Zero-Fill, womit wir bestimmen können, mit wie vielen Nullen ein numerisches Attribut aufgefüllt werden soll. Und zuletzt haben wir den Primary Key. Dieser besitzt die Eigenschaft Unique und Not Null, da er das Attribut als Primärschlüssel setzt. Alle Constraints, die wir in den Übungen brauchen und hier noch nicht aufgezählt wurden, erkläre ich in dem jeweiligen Video. Solltest du noch Fragen zu den hier aufgelisteten Constraints haben, dann stell sie gerne unten in die Kommentare. Hat dir das Video gefallen, dann gib mir doch einen Daumen nach oben.